Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir machen heute mal wieder Was kommt überraschend und plötzlich. Welche Energien sind schnell verfügbar? Mit welchen Überraschungen dürfen wir rechnen? Gibt es irgendwo ein besonderes Highlight oder eine Warnung für uns? Ja, wir warten aufs Christkind. Das können jetzt hier so Sachen sein. Da liegt einem etwas auf dem Herzen, da ist etwas, was einen beunruhigt oder was Stress macht oder bei manchen ist es auch so eine Art Liebeskummer. Ein Gespräch, das einen in Aufruhr versetzt, eine Nachricht, ein Anruf. Hier sind sehr viele Sachen, die haben mit aufklärender Kommunikation zu tun. Ne? Ich rechne so damit, dass wir hier irgendetwas haben, das dreht sich im Kreis. Das kann aus den Beziehungen kommen, aus den Verbindlichkeiten, aus den Sachen, die einem wichtig sind. Und im Prinzip ist es so, dass Gespräche stattfinden, die Klarheit mitbringen. Und ich habe nichtsdestotrotz die Blumen in unserem eigenen Haus. Ne? Möglicherweise ist es auch so, dass man Liebeskummer verarbeitet, dass man unruhigere Zeiten hinter sich lässt, dass man in Beziehungsthemen einfach wieder zu dem hinläuft, was man sich eigentlich vorstellt. Irgendwo blüht man wieder auf. Der ein oder andere bekommt vielleicht einen Vertrag, auf den er lang gewartet hat oder hat so ein Ding, dass sich Verbindlichkeiten gut für ihn regeln. Ja, hier ist sehr viel. Wir haben ja alle Kommunikationskarten mit dabei, die es gibt. Kann natürlich auch eine Aufforderung sein, kommuniziert, steht für euch ein, boxt etwas durch. Die Blumen in unserem Haus ist natürlich auch ein Erfolg, ein Geschenk irgendwo. Hier sind Veränderungen, die kommen von außen auch mit. Man geht vielleicht auch anders mit dem Außen um. Was ich auch habe, ist, dass man so Klarheit darüber kriegt, wo man in irgendwelchen Abhängigkeiten ist, wo vielleicht der Verstand vernebelter ist, als man denkt. Hier ist eine sehr schöne erweiternde Energie. Da geht es schon darum, das Bötchen wieder in Fahrt zu setzen. Es geht darum, sich anzugucken, wo man langfristig hin will. Möglicherweise nimmt man hier auch Distanz zu irgendetwas auf, was einen sehr beschäftigt hat. Das ist so mal das Erste, was ich hier sehen kann. Ich sehe hier sehr viel gute Möglichkeit bei einem Gegenüber oder mit einem Gegenüber schön anzukommen, sich was zu erarbeiten, zu klären. Es kann jetzt hier auch um eine Wunscherfüllung im beruflichen Bereich sein. Etwas, was man erarbeitet hat, wo man sehr viel rein investiert hat oder aber auch das berufliche Feld des Gegenübers betreffen. Ja, hier ist sehr viel, das Hindernisse aus dem Weg räumt. Ich habe hier irgendwie, dass ein Gleichgewicht wiederhergestellt wird.
Ich habe sogar die Energie, dass etwas wirklich sehr glücklich verlaufen kann, was vorher im Mangel war oder was man sich so nicht vorgestellt hatte. Ein anderes Fundament, eine neue Basis für irgendetwas. Es kann jetzt hier speziell an die Selbstständigen gehen oder an Themen, die mit sehr viel Mangel und innerem Konflikt behaftet waren. Möglicherweise wartet hier ein oder anderer auch auf eine Zusage aus dem Bereich Vitalität, also Rententräger, Krankenkassen, irgendwie sowas. Arbeitsamt kann auch sein. Und es ist irgendeine Sache, die uns unabhängig macht, ne? Die ein Gleichgewicht mitbringt. An sich ist die Legung hier sehr geprägt auch von innerem Mangel oder von etwas, was sich verstrickt oder verwickelt anfühlt oder ja, wo man so denkt, etwas geht so lange, etwas löst sich nicht auf, etwas ist immer nur im Kleineren verfügbar. Ein Thema, was sehr viel mit unseren Emotionen zu tun hat, mit unserer Durchlässigkeit. Sachen, wo man abends grübelt, wo man melancholisch ist, wo man den Wald vor lauter Bäumen irgendwie auch nicht sieht. Ich habe das Prinzip Geben und Nehmen. Ich habe ein ausgleichendes Prinzip. Ich habe hier auch im spirituellen Bereich die Ahnenthemen sehr viel dran, die Elternthemen, unsere Wurzeln. Möglicherweise ist hier irgendwie auch das Angebundensein sehr groß. Was hier auch sein kann, sind Themen mit den Vermietern oder mit Menschen, die unser Wohnumfeld betreffen. Wir brauchen ein bisschen mehr Platz. Wir machen hier eine große Erfahrung. Wir werden gesehen. Für einige ist es sogar so, dass sie so begutachtet werden. Ne? Entweder tatsächlich in irgendeinem Bereich oder dass man sagen kann, hol dir genügend Info, sei schlau, sage nicht alles, was du weißt. Hier sind auch Leute, die gucken so, was machst du auf Facebook, was machst du auf Instagram. Die Öffentlichkeit ist hier um uns herum. Hier ist es auch so, dass wir fragen ja auch, was kommt unerwartet, überraschend, plötzlich und schnell, mit was rechnen wir nicht. Ich habe hier so Sachen, da sind Dinge an die Oberfläche gekommen, Lügen kamen raus, Geheimnisse haben sich aufgedeckt und man hat irgendwie die Erfahrung gemacht, dass man in einem Bereich neue Wege geht. Hier ist vielleicht auch ein bisschen Enttäuschung dabei. Was hier speziell auch sein kann, ist, wenn ihr irgendwie noch Kinder habt, die in die Schule gehen, dass es irgendwo Lernschwierigkeiten gibt, dass sich um das Lernen rum etwas schwierig gestaltet, dass Belastungen da sind, dass Sachen nicht ausgesprochen werden oder auch bewusst zurückgehalten. Ich habe Entscheidungen, die schnell verfügbar sind, weil sich hier Dinge, die sich in die Länge gezogen haben, die haben sich in die Länge gezogen, weil etwas nicht erkannt wurde, was wichtig gewesen wäre. Das wird hier erkannt. Es kommt an die Oberfläche, es kann gesehen werden. Es ist vielleicht auch ein Umstand, der von außen so kommt, um dass er die Augen öffnet. Ich habe hier sehr schnelle Wege.
Auch sehr schnelle Schnitte, schnelle Möglichkeiten. Aber hier ist auch so eine Sache, da wird ein langer Weg, vielleicht auch mit dem man mit jemandem zusammengegangen ist, unterbrochen oder beendet. Und irgendwie damit auch ein Kampf, ne, den man damit hatte. Einerseits lässt man etwas zurück, aber es ist auch erleichternd. So, dann habe ich jetzt hier noch Themen mit den Finanzen, mit neuen Wegen oder Möglichkeiten im finanziellen Bereich. Und wir haben hier unten das Geld der Familien oder wirklich, dass man sagt, ich habe im finanziellen Bereich Verluste und ich muss gucken, wie ich diese ausbügle. Wir haben Geben und Nehmen hier im Einklang. Ne? Also die Sense zeigt vielleicht einen anderen Weg, sie zeigt aber auch Möglichkeiten der Ernte auf. Ne? Einigen werden hier seelische Verwundungen irgendwie auch nochmal bewusst werden. Aber wir haben hier eine wunderschöne Karte gekriegt. Da ist Sieg, Erfolg, Stolz, Stärke. Wir haben von Monat eine sehr zeitnahe Zeit. Wir haben August. Wir haben den Widder. Wir haben den Wagen aus dem Tarot. Und unterm Deck ist ein bisschen Freiheit, Unabhängigkeit. Das haben wir hier auch. Man kommt aus irgendeiner misslichen Situation, wo man reingebunden war, raus. Man fokussiert sich wieder auf das, was wichtig ist. Wir haben hier zweimal Feuerzeichen, einmal Widder, einmal Schütze. Hier ist es auch Zeit, mal anzufangen. Ne? Man braucht hier nicht abzuwarten, sondern man kann die Dinge in die Hand nehmen und umsetzen. Irgendwie entwickelt man sich auch einer hier sehr festgefahrenen Struktur, die man an den Tag gelegt hat. Man erkennt, wo Sachen sind, die eigentlich hinderlich sind auf dem Weg. Lasst euch auch hier nicht einengen von jemandem oder investiert in eure unabhängigen Dinge. Macht nicht das, was alle anderen immer von einem erwarten. Wie frei seid ihr beim Thema Liebe, Beziehungen? Das ist ja auch eine wichtige Frage. Wird man irgendwo vielleicht auch klein gehalten oder abgehalten, seinen eigenen Weg zu gehen? Die persönliche Freiheit ist ein wichtiges Stichwort. Am Ende ist es einfach und schlicht ergreifend mit der Gladiole so, dass wir als Sieger gestärkt und stolz aus einer Situation rausgehen. Die Karte kündigt definitiv einen Sieg an, etwas, was sich zu unseren Gunsten entwickelt. Das würde hier passen, denn die Blumen liegen in unserem Haus. Und das können ja auch gute Nachrichten sein, Gespräche, die erwartet sind. Etwas, was wieder Früchte trägt oder was sich auf längere Zeit eben als Erfolg zeigt. Es können ja auch so Auszeichnungen im Beruf sein, das haben wir ja oben arg, Beförderungen, Bonuszahlungen. Wenn du allein bist, könnte sich hier jemand wir haben ja die Liebe hier als Thema anzeigen, der deine Gunst gewinnen möchte. Oder als Paar kann man hier auch gemeinsam wieder schöne Zeiten erleben. Das ist wunderbar. Wir nehmen noch einen Glücksimpuls und dann lasse ich das so stehen. Unterstützung ist hier da, ne? Wenn ihr in irgendwelchen Situationen seid, nutzt unterstützende Menschen oder seid ihr selber auch die helfende Hand. Und ein karmischer Zyklus ist hier beendet. Es ist hier auch tatsächlich so, dass man aussortiert. Ne? Man nimmt nicht mehr jeden mit auf den Weg, man guckt sich die Leute genauer an, man lässt sich auch nicht hinters Licht führen. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.